Wenn Sie das tun und Ihre Tomaten regelmäßig gießen, wachsen sie wie verrückt. Sie haben diese Zutaten wahrscheinlich schon in Ihrer Küche, also sparen Sie sich teure Chemikalien. Viele machen jedes Jahr denselben Fehler. Sie pflanzen Tomaten, gießen sie regelmäßig, aber die Pflanze bleibt schwach. Die Blätter werden gelb, die Blüten fallen ab und die Früchte sind klein und geschmacklos. Das Problem liegt oft nicht an der Tomatensorte, sondern daran, dass dem Boden natürliche Nährstoffe fehlen, die ein kräftiges Wachstum und eine reiche Ernte fördern. Tomaten gehören zu den anspruchsvollsten Pflanzen im Garten. Gießt man sie nur mit klarem Wasser, wird der Boden nach einer Weile nährstoffarm und die Tomate hat einfach nicht die Kraft, dicke Stängel, starke Wurzeln und viele Früchte zu entwickeln. Deshalb ist Düngen so wichtig. Das Wichtigste für Tomaten sind gesunde Wurzeln. Deshalb warten viele erfahrene Gärtner nicht, bis die Pflanze schwach wird, sondern verwenden regelmäßig natürliche Nährstoffe, die Boden und Pflanze gleichzeitig versorgen. Schreibt uns jetzt in die Kommentare: Ich will eine reiche Tomatenernte. Mich interessiert sehr, wie viele von euch dieses Jahr Tomaten anbauen und wie viele Setzlinge ihr im Garten habt. Tomaten müssen nicht täglich gedüngt werden. Am besten verwendet man alle 7 bis 10 Tage einen natürlichen Dünger. Morgens oder am frühen Abend, wenn die Sonne nicht so stark scheint. Wenn man bei heißem Wetter düngt, kann die Pflanze Stress bekommen. Außerdem ist es immer besser, direkt an den Wurzeln zu gießen, nicht über die Blätter. Wenn Tomaten zu blühen beginnen und die ersten Früchte bilden, benötigen sie besonders viel Kalium und Mineralien. Und nun zu einem Rezept, das viele Gärtner schon seit Jahren verwenden. 5 Liter Wasser in einen Eimer geben, 1 Esslöffel Zucker hinzufügen, dann 1 Esslöffel Natron hinzufügen. Zum Schluss 1 Esslöffel Holzasche hinzufügen. Alles gut vermischen und einige Minuten ziehen lassen. Die Tomaten mit dieser Mischung direkt an den Wurzeln gießen. Je nach Größe der Tomaten reicht etwa ein halber bis 1 Liter der Mischung pro Pflanze. Viele erzielen die besten Ergebnisse, wenn sie dieses Präparat während der Wachstums- und Blütephase alle 7 bis 10 Tage anwenden. Wenn Ihnen diese natürliche Anbaumethode gefällt, teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und in den sozialen Netzwerken. Vielleicht verhilft es ja jemandem zu einer besonders reichen Tomatenernte in diesem Jahr.